Es ist wieder soweit. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der Hardware News. Wir bringen euch auf den neuesten Stand des CPU-Marktes. Lego lässt das Star Wars-Sammlerherz höher schlagen, Südkoreas Startup Fadu entwickelt einen SSD-Controller für PCI Express 5.0 und es ist eine Statistik über das durchschnittliche Spieleralter erschienen. So ein bisschen hatten wir ja gehofft, dass der Marktstart der neuen Intel-Generation das Preisgefüge auch bei den AMD-CPUs durchmischt. Aber leider tangiert Alder Lake die Ryzen-Preise so gar nicht. Der Ryzen-Preissturz von vor ein paar Wochen ist vorbei und wurde nun auch nicht fortgesetzt. Die Kollegen von 3D-Center.org haben dazu eine schöne Übersicht beider Hersteller in einer Tabelle zusammengefasst. Preislich sortieren sich die neuen Alder Lake CPUs zwischen die jeweiligen Ryzen-Modelle und haben damit aus Sicht eines Gamers das etwas bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Das aktuelle AMD-Top-Modell, der Ryzen 9 5950X, schielte schon mal unter die 700-Euro-Marke, liegt aber selbst nach dem Launch nun wieder etwas darüber. Das Alder Lake Top-Modell gibt es nun minimal günstiger, nämlich für knapp 700 Euro und liegt damit schon mal deutlich über der UVP. Der Ryzen 7 5800X liegt aktuell bei ca. 380 Euro, während es das Intel-Pendant Core i7 12700K für ca. 460 Euro zu kaufen gibt. Auch der i7 liegt aktuell über der UVP, in der Leistung aber auch über den aktuellen Ryzen 7. Etwas günstiger als der 12700K ist der 12700KF ohne Grafikeinheit. Bei den aktuellen Intel-CPUs werden die Early Adopter-Preise aufgerufen. Wer also noch etwas warten kann, sollte das auch tun, denn nach dem Weihnachtsgeschäft purzeln da auch bestimmt die CPU-Preise. Sind Klemmbausteine nicht auch irgendwo Hardware? Egal, wir probieren es einfach mal. Lego legt an der Star Wars Front nach und präsentiert den AT-AT aus Das Imperium schlägt zurück, als Teil der Ultimate Collector Series. Wie für Lego typisch, wird das nicht ganz günstig. Der AT-AT wird mit seinen 6.785 Bausteinen 800 Euro kosten. Das sind umgerechnet 11 Cent pro Bauteil. Der AT-AT ist damit neben dem Millennium Falcon das zweiteuerste UCS-Set mit Star Wars-Lizenz. Das fertige Modell ist 62 x 69 x 24 cm groß und kann dadurch einige Details zeigen. So kann man durch das Öffnen der Seitenwand einen Blick ins Innenleben des Kampfläufers wagen. Ein großes Thema sind auch immer die Miniatures, also die klassischen Lego-Figuren, die in den Sets enthalten sind. Beim Lego AT-AT liegen 9 Figuren bei. Ein AT-AT-Kommandant, Luke in T-47 Luftgleitermontur und Enterhaken sowie 5 Sturmtruppen im Winteroutfit und 2 Speederbikes mit einem schweren Blaster als Stellungswaffe. Neben den Funktionen in den offiziellen Bildern verspricht Lego weitere bespielbare Elemente und Überraschungen. Ob man ein Modell für 800 Euro wirklich bespielen will, ist die andere Frage. Das Set startet am 26. November in den Verkauf. Das südkoreanische Start-up-Unternehmen Fadu hat die Entwicklung seines ersten SSD-Controllers für PCI Express 5.0 angekündigt. Angepeilt werden eine Leserate von 14,6 GB pro Sekunde, eine Schreibrate von 10,4 GB pro Sekunde und bis zu 3,4 Millionen IOPS. Zielgruppe sind allerdings Serverkunden. Der Controller bietet insgesamt 16 Kanäle zum NAND-Flash, der dafür erst noch entwickelt werden muss, denn entsprechend schneller Flash existiert natürlich noch nicht. Nun sind gerade mal PCI Express 4.0 SSDs auf dem Markt. Die neuen Z690-Boards unterstützen bereits PCIe 5.0, wenn auch nur für den Grafikkartensteckplatz. Die SSDs sind also auch dort noch immer mit 4.0 angebunden. Bis PCIe 5.0 für SSDs für PCs relevant wird, dauert es wohl aber noch ein paar Jahre. SSD-Controller mit PCIe 5.0 machten zwar schon hier und da die Runde, etwa von den großen Playern Samsung, Marvell oder Phison. Das Start-up sieht seinen Schlüssel zum Erfolg aber im Hitzemanagement. Aufgrund ihres hohen Stromverbrauchs seien herkömmliche Architekturansätze bei einem Generationswechsel oft am Ende. Die Controller würden zu heiß, drosseln und machten den gewonnenen Vorteil wieder gleich zunichte. Die Firma spricht aber von durchschnittlich 5,2 Watt an Verbrauch, was an sich moderat klingt. Wer glaubt, dass eher Jugendliche oder junge Erwachsene ihre Freizeit mit Zocken verbringen, der irrt gewaltig. Eine Auswertung von Nutzerstatistiken von Spieleplattformen widerlegt nun dieses Vorurteil. Nun soll also laut der Analyse der durchschnittliche PC-Spieler 38 Jahre alt sein. Als PC-Spieler wurden dabei Menschen eingestuft, die mehr als 6 Stunden in der Woche mit PC-Spielen verbracht haben und im letzten Jahr mindestens ein neues Spiel erworben haben. Steam setzt weitere Rekorde und hat im ersten Jahr der Pandemie eine Spielestundensteigerung von 50,7% auf 31,3 Milliarden Stunden erfahren. Steam stellt dabei ein absolutes Monopol auf dem PC-Markt dar und setzt 75% aller verkauften Spiele um. Statistica schätzt, dass es beinahe 2 Milliarden PC-Gamer auf dem Planeten gibt.
Zwischen 50 und 70% aller gespielten PC-Spiele werden über Steam verteilt, bei der mehr als 1 Milliarde Menschen einen Nutzeraccount besitzen. Zeitgleich spielten bisher maximal knapp 25 Millionen Spieler. Das profitabelste Computerspiel aller Zeiten ist, richtig geraten, World of Warcraft mit einem bisherigen Umsatz von beinahe 10 Milliarden US-Dollar. Das meistverkaufte Computerspiel aller Zeiten ist PUBG mit 42 Millionen abgesetzten Einheiten. Beinahe ein Drittel aller Spieler laut Steam-Datenbank sind Chinesen. Die Hardware-News finden hier wieder ein Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da und die Abo-Glocke kräftig läuten, damit wir uns bald wiedersehen. Bis bald und eine gute Zeit!